Hier zeigen wir dir das iPhone SE 2020 im Teardown. Los geht's! Wie gewohnt schrauben wir zwei Pentalobe-Schrauben ab. Mit einem Heißluftföhn haben wir das Display erhitzt. Das iPhone SE ist zugunsten des Wasser- und Staubschutzes nach IP67 zertifiziert und kann laut Hersteller 30 Minuten in 1 Meter Wassertiefe bestehen. Im Vergleich zum iPhone 11 ist das neue iPhone SE um eine Stufe niedriger klassifiziert. Das Display geht genauso leicht ab wie bei den Vorgängermodellen. Auf den ersten Blick sieht das iPhone SE von innen dem iPhone 8 sehr ähnlich. Nun entfernen wir die Klebestreifen. Um an die Akkuflex-Verbindung zu gelangen, lösen wir zuerst 4 Kreuzschrauben und entfernen eine Abdeckung. Wie bei den anderen Modellen befindet sich unter dieser Abdeckung die Akkuflex-Verbindung sowie die Displaykontakte. Ebenso wird eine weitere Abdeckung entfernt, dazu werden 3 Kreuzschrauben entfernt. Nachdem wir die 4,7 Zoll Display-Einheit abgemacht haben, lockern wir die Dreieckspange nahe der Taptic Engine. Jetzt kommt der Föhn zum Einsatz und ein Sticker wird gelöst. Danach folgen 2 Flex-Kontakte, ehe wir auch auf die erste Stand-off-Schraube stoßen. Schließlich können wir die Taptic Engine ausbauen. Wie bei den Vorgängermodellen ist auch der Akku des iPhone SE mit Klebestreifen festgemacht, die wir so flach wie möglich abziehen. Hier sind es insgesamt 4 Klebestreifen, 2 an jeder Seite. Leider reißen die Klebestreifen bei uns, sodass wir den Föhn nochmal einsetzen müssen. Die Leistung des Akkus ist mit der Leistung des iPhone 8 ident. 6,96 Wattstunden. Nun kommen wir zur 12 Megapixel Hauptkamera. Das neue iPhone SE ist mit einer Dual-SIM, also Nano-SIM und eSIM wie beim iPhone 11 ausgestattet. Nachdem wir etliche Schrauben und kleine Bauteile gelöst haben, gelangen wir an die Platine. Der Prozessor auf der Platine hat übrigens einen A13 Bionic Chip, so wie beim iPhone 11. Der Prozessor ist somit leistungsstärker als beim iPhone 8. Nun werden 2 Schrauben entfernt und das Lautsprechermodul kann ausgebaut werden. Im Hinblick auf die Reparierbarkeit empfinden wir das neue iPhone SE weitgehend hürdenlos. Es ist vergleichbar mit seinen Vorgängermodellen und dem iPhone 8 sehr ähnlich. In diesem Zusammenhang werden wir testen, ob und welche Ersatzteile mit dem iPhone 8 kompatibel sind. Wir dürfen gespannt sein. Das war's von unserem Teardown. Wenn dir unser Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Ersatzteile und Reparateure findest du auf kaputt.de.